Er hatte nur eine Wahl: die Kugel des Kommandanten oder der Tod im Eis. Hans wählte die Flucht, doch die Ardennen verzeihen nicht. Gejagt von den eigenen Kameraden, getrieben in den Wahnsinn der Einsamkeit. Glaubte er wäre entkommen, aber das Schicksal ist grausam. Er rannte vor dem Tod davon und lief direkt in die Hölle. Für Hans endete der Zweite Weltkrieg nicht mit einer weißen Fahne, sondern mit einem einzigen peitschenden Schuss. Es war der 12. Dezember 1944, ein nasskalter Morgen in einem Sammellager nahe der belgischen Grenze. Vor der angetretenen Kompanie lag der Körper des jungen Schmidt im Schnee. Sein Verbrechen? Ein Satz am Lagerfeuer: Der Krieg ist verloren, wir sollten nach Hause gehen. Hauptmann Müller steckte seine Pistole weg. Er nannte es Wehrkraftzersetzung. Aber als seine eisigen Augen über die Reihe der Soldaten wanderten, blieben sie an Hans hängen. Hans hatte am Vorabend genickt, als Schmidt sprach. Er wusste, der Hauptmann hatte es gesehen. Dieser Blick war das Todesurteil. Heute er, morgen du. Die Nacht kam, aber der Schlaf blieb fern. In der stickigen Baracke hörte Hans nur das hämmernde Pochen seines eigenen Herzens. Wenn er blieb, würde er beim nächsten Appell vor dem Erschießungskommando stehen. Von Amerikanern getötet zu werden war Schicksal, aber von den eigenen Leuten wie ein Hund exekutiert zu werden? Nein, er wartete auf die Wachablösung um 3 Uhr, die toten Minuten. Er packte kein Gewehr ein. Ein bewaffneter Deserteur wurde sofort niedergeschossen. Ein Unbewaffneter hatte vielleicht eine winzige Chance auf Gnade. Er nahm nur sein Messer und eine Feldflasche. Leise wie ein Schatten schlüpfte er durch die Hintertür. Die Kälte schlug ihm ins Gesicht, aber die Angst trieb ihn voran. Er blickte nicht zurück zu den Feuern seiner Kameraden. Er rannte auf die schwarze Wand aus Bäumen zu. Der Wald der Ardennen öffnete seinen Schlund und verschluckte ihn. Hans war nun kein Soldat mehr. Er war ein Gejagter. Die ersten Kilometer rannte er wie ein Tier, getrieben von purer Panik. Doch als das Adrenalin langsam aus seinem Blut wich, schlug die Realität mit voller Wucht zu. Die Kälte. Hier draußen war es nicht nur dunkel, es war eine weiße Hölle. -15 Grad, die sich im Wind wie Messerstiche anfühlten. Hans brach unter einer riesigen Fichte zusammen. Sein Atem bildete dichte Nebelwolken vor seinem Gesicht. Er blickte an sich herab auf seine feldgraue Uniform. Einst war sie sein Stolz gewesen, sein Schutz. Jetzt war sie ein leuchtendes Zielkreuz. Mit zitternden, klammen Fingern zog er sein Kampfmesser. Er setzte die Klinge an seine Schulter an. Ratsch! Das Geräusch von reißendem Stoff war unnatürlich laut. Er trennte die Schulterklappen ab, dann die Kragenspiegel und schließlich den Hoheitsadler auf der Brust, das Symbol des Reiches, dem er geschworen hatte zu dienen. Er warf die Fetzen aus Stoff und Metall in den tiefen Schnee und trat darauf. In diesem Moment begrub Hans nicht nur seinen Rang, sondern seine ganze Vergangenheit. Er war kein Gefreiter mehr. Er hatte keinen Befehlshaber mehr. Er war nur noch ein einsamer Mann in der Wildnis. Doch die Freiheit hatte einen hohen Preis. Die Kälte kroch nun unbarmherzig unter seine Haut. Seine Füße wurden taub. Der Wald, der ihn vor dem Hauptmann verstecken sollte, wurde nun selbst zum Feind.
Die Bäume standen da wie stille Wächter eines riesigen Gefängnisses. Hans begriff schnell, eine Kugel tötet sofort, aber die Kälte, sie tötet langsam. Sie würde ihn in den Schlaf wiegen und nie wieder aufwachen lassen. Der Hunger kam nicht sofort, aber am 3. Tag verwandelte er sich von einem dumpfen Schmerz in ein reißendes Raubtier. Sein Magen krampfte sich zusammen, sein Körper begann, seine eigenen Reserven zu verzehren. Hans ging nicht mehr, er stolperte. Die Welt um ihn herum begann sich zu verformen. Die grauen Stämme der Bäume schienen Gesichter zu bekommen. Und dann sah er ihn. Mitten auf einer verschneiten Lichtung stand Friedrich, sein alter Kamerad, der 2 Jahre zuvor in den Steppen Russlands gefallen war. Friedrich sah nicht tot aus. Er lächelte. Er hielt eine dampfende Tasse in der Hand. Es roch nach heißer Suppe, so real, dass Hans das Wasser im Mund zusammenlief. »Komm her, Hans«, schien die Gestalt zu flüstern. »Wärm dich auf.« Hans streckte seine zitternde Hand aus. Er wollte die Wärme spüren, den Geschmack von Leben auf seiner Zunge. Doch seine Finger griffen ins Leere. Das Bild flackerte und löste sich auf wie Rauch. Friedrich war weg. Da war nur wieder der endlose, gleichgültige Schnee. Ein trockenes Schluchzen entwich seiner Kehle. Er fiel auf die Knie. Er kratzte Rinde von einer Fichte und kaute darauf, obwohl sie bitter schmeckte und seinen Mund verletzte. Er aß handvoll Schnee, um das Brennen in seinem Bauch zu löschen, aber das Eis brachte nur noch mehr Kälte in sein Inneres. In seinem Kopf vermischten sich die Zeiten. Das Heulen des Ardennenwindes klang wie die Stalin-Orgeln der Ostfront. Er wusste nicht mehr, wo er war. Er wusste nur eines: Wenn er sich jetzt hinlegte, würde der Wahnsinn ihn holen, bevor die Kälte es tat. Mitten in seinen Fieberträumen riss ihn ein Geräusch in die Wirklichkeit zurück. Ein mechanisches Knurren, das immer lauter wurde, ein Motorrad. Das Adrenalin schoss durch seinen erschöpften Körper. Er kannte dieses Geräusch. Die Feldgendarmerie, die Kettenhunde, mit ihren metallenen Ringkragen, die im Mondlicht wie Todesurteile glänzten, durchkämmten sie den Wald nach Deserteuren. Sie machten keine Gefangenen. Ein Strick oder eine Kugel, das war ihr einziges Gesetz. Hans warf sich panisch in eine flache Mulde unter einem dichten Gebüsch. Er schaufelte Schnee über seinen Körper, bis er fast unsichtbar war. Er presste sein Gesicht in die gefrorene Erde und hielt den Atem an. Das Motorrad stoppte, keine 20 Meter entfernt. Schwere Stiefel knirschten auf dem harschigen Schnee. »Ausschwärmen«, bellte eine Stimme. »Ich habe hier Spuren gesehen.« Hans' Herz hämmerte so laut gegen seine Rippen, dass er dachte, der ganze Wald müsse es hören. Einer der Gendarmen kam näher, Schritt für Schritt. Hans konnte den Geruch von billigem Tabak wahrnehmen, den der Soldat ausatmete. Der Tod war so nah, dass man ihn riechen konnte. Plötzlich begann ein Hund zu bellen. Ein Schäferhund zerrte aggressiv an der Leine, genau in Hans' Richtung. Das Tier hatte Witterung aufgenommen. Hans umklammerte den Griff seines Messers unter dem Schnee. Er war bereit für den letzten verzweifelten Kampf. Der Gendarm leuchtete mit seiner Taschenlampe über das Gebüsch. Der Lichtkegel strich haarscharf über Hans' Kopf hinweg. Dann riss der Soldat an der Leine. »Ruhig, Blondie, das sind nur Füchse«, rief er lachend. »Hier ist niemand. Weiter!« Die Stiefel entfernten sich. Der Motor heulte wieder auf. Als das Geräusch im Nebel verblasste, blieb Hans liegen, zitternd und weinend. Er hatte dem Teufel ins Gesicht geblickt und war davongekommen. Aber er wusste,
Das Glück würde kein zweites Mal bei ihm sein. Am Morgen des 4. Tages lichtete sich der Nebel. Die Bäume wichen zurück. Hans erreichte den Waldrand. Vor ihm lag ein weites, offenes Tal. Er sah Rauch aus einem Schornstein in der Ferne aufsteigen. Zivilisation, ein Funke Hoffnung, so schwach und doch so hell, flackerte in seiner Brust auf. Er hatte es geschafft. Er war entkommen. Doch das Schicksal hatte seine letzte, grausamste Pointe noch nicht ausgespielt. Gerade als er den ersten Schritt aus dem Schutz der Bäume wagte, begann die Erde zu beben. Zuerst dachte er an ein Gewitter, ein tiefes, dunkles Grollen. Aber dann riss der Himmel auf. Der westliche Horizont färbte sich nicht rot von der aufgehenden Sonne, sondern von tausendfachem Mündungsfeuer. Es war der 16. Dezember 1944, Punkt 5:30 Uhr. Die Wacht am Rhein, die Ardennenoffensive. Hitlers letztes verzweifeltes Glücksspiel begann genau in diesem Moment. Der Himmel über ihm verwandelte sich in ein Dach aus fliegendem Stahl. Nebelwerfer heulten wie Dämonen. Artilleriegranaten zerrissen die Stille des Morgens. Hans stand da, winzig und unbedeutend vor dem Hintergrund einer biblischen Zerstörung. Er begriff die bittere Ironie. Er war vor dem Krieg geflohen, war durch die Hölle der Kälte und des Wahnsinns gekrochen. Nur um am Ende genau dort herauszukommen, wo er begonnen hatte, im Auge des Sturms. Am Nullpunkt der größten Schlacht der Westfront. Er konnte nicht zurück, im Wald lauerten die Henker. Er konnte nicht vorwärts, vor ihm kollidierten die Armeen der Welt. Hans rannte nicht mehr, er versteckte sich nicht mehr. Er ließ sich einfach langsam in den Schnee sinken. Er schloss die Augen gegen das grelle Flackern des Horizonts. Er zog das verknitterte Foto seiner Familie aus der Tasche. Er spürte nur das Papier zwischen seinen erfrorenen Fingern. Der Wind legte sich. Die ersten Flocken begannen wieder zu fallen. Sanft, leise. Der Wald bewahrte sein Geheimnis. Der Krieg tobte weiter. Die Welt drehte sich weiter. Aber hier, unter der weißen Decke der Ardennen, fand Hans endlich seinen Frieden.